Was ist los bei Pepsi? Pepsi handelt aktuell am 52-Wochen-Tief und ist seit seinem letzten All-Time-High am 15. Mai 2023 um über 25% gefallen. Der Abverkauf war in den letzten Wochen so massiv, dass die Aktie weit unter den 200-Wochen-Durchschnitt gefallen ist, wie es zuletzt in den Jahren 2008-2009 der Fall war. Genau deswegen schauen wir uns heute die Hintergründe an, gucken uns an, warum die Aktie denn so stark gefallen ist und ob vielleicht gerade die Möglichkeit ist, nachzukaufen. Viel Spaß! Um die Zahlen besser verstehen zu können, sollten wir das Unternehmen einmal genauer betrachten und uns anschauen, wo das Unternehmen und vor allem wie das Unternehmen sein Geld verdient. Daraus resultierend könnten wir dann vielleicht ableiten, welche äußerlichen Einflüsse den Kurs des Unternehmens drücken könnten. Vielen von uns ist Pepsi wahrscheinlich bekannt als Alternative zu Coca-Cola-Produkten im Getränkebereich. Doch Pepsi ist noch viel mehr. Den Großteil ihres Umsatzes erzielen sie nämlich durch den Verkauf von Snacks. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2023 auf 91 Milliarden US-Dollar, wobei 59% durch Snacks und 41% durch Getränke erwirtschaftet wurden. Vom Umsatz wurden 61% in Nordamerika selbst erwirtschaftet und 39% im internationalen Raum. Im internationalen Raum war die Hauptgewichtung bei Europa mit einer Umsatzbeteiligung von 15% und Lateinamerika mit 13%. In diesen verschiedenen Märkten ist Pepsi breit aufgestellt mit unterschiedlichen Marken in den Bereichen Getränke, herzhafte Snacks und Frühstück sowie leichte Snacks. Diese breite Palette an Produkten schafft Sicherheit, wie wir es auch schon beim Konzern Mondelez gesehen haben, da Konsumenten meist einem Produkt treu bleiben und wiederkehren. Wenn wir nun nochmal unseren Blick auf die globale Umsatzverteilung nach Produkt richten, fällt auf, dass nur in Europa ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Snacks und Getränken herrscht. In den restlichen Teilen der Welt dominiert das Snackgeschäft den Umsatz. Damit können wir diesen Teilbereich auch abschließen. Äußerlich betrachtet wirkt das Geschäftsmodell stabil und intakt. Die Kundenbindung gibt Pepsi Preissetzungsmacht. Doch wie möchte Pepsi in der nächsten Zeit außerhalb von Preiserhöhungen wachsen? Schauen wir uns das doch einmal genauer an. Um das Wachstum anzukurbeln, hat Pepsi die Kapitalausgaben im Zeitraum 2018 bis 2023 um 69% angehoben. Die Ausgaben für Werbung und Marketing stiegen im selben Zeitraum um 36%. Damit liegt das aktuelle Marketingbudget bei etwa 5,7 Milliarden US-Dollar. Bei seiner Produktpalette passte sich Pepsi den Kundenwünschen und Trends an. Vor allem den Weg hin zu besserer Gesundheit hat Pepsi genutzt für gezieltes Platzieren von Getränkeprodukten, angepassten Inhaltsstoffen in Snacks oder auch kleineren Portionsgrößen bei Snacks für mehr Kontrolle des Kunden über das Essverhalten. Daraus resultierte dann ein starkes Umsatzwachstum über die letzten Jahre im Vergleich zu einem früheren Zeitraum. Das zeigt aber auch die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. Vor allem die Expansion im internationalen Markt könnte auch in Zukunft ein treibender Punkt sein für stabiles und schnelles Wachstum. Das ist aber natürlich abhängig davon, wie gut Pepsi-Produkte angenommen werden in den verschiedenen Regionen der Welt. Durch das Optimieren von Transportwegen und der Automatisierung von Lager- und Verpackungsstellen sollen die Kosten nachhaltig und langfristig gedrückt werden für höhere Profitabilität. Durch genau dieses Zusammenspiel der gesamten Maßnahmen konnte Pepsi die Umsatz- und Wachstumsziele aus den vergangenen Jahren deutlich schlagen. Doch trotz dieser guten Zahlen ist der Kurs in den vergangenen Monaten immens eingebrochen. Für diese Kursverluste gibt es 3 verschiedene Gründe. Erstens Umsatzrückgang und gesenkte Prognosen. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Pepsi überraschenderweise einen Umsatzrückgang, worauf die Jahresprognose gesenkt werden musste. Zweitens Preiserhöhung und Verbraucherverhalten. Pepsi hat die Preise zuletzt stärker angehoben als die Konkurrenz, was zu Rückgang im Verkaufsvolumen geführt hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Konsumenten zu günstigeren Alternativen gewechselt haben oder weniger gekauft haben. Und drittens, Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten. Die weiterhin anhaltende Inflation und höhere Lebenserhaltungskosten beeinflussen das Konsumverhalten. Deswegen wird aktuell bei nicht notwendigen Produkten wie Snacks oder speziellen Süßgetränken gespart. Das sind aber alles nur temporäre Probleme, die sich auf lange Sicht hin relativieren. Also stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt vielleicht nicht gerade der richtige Zeitpunkt ist, Pepsi zu kaufen. Werfen wir dafür einmal einen Blick auf die Bewertung des Unternehmens. Pepsi wird aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 21,3 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehandelt. Diese Bewertungen liegen weit unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Wenn wir den aktuellen Kurs von ca. 145 US-Dollar ins Verhältnis setzen zu den Gewinnerwartungen pro Aktie für das Jahr 2027 in Höhe von 9,77 US-Dollar, würde das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,84 im Jahr 2027 bedeuten. Unter Betrachtung der historischen Bewertungen aus den letzten 10 Jahren ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 22 bis 24 erstrebenswert, was eine Rendite von 48 bis 61% in den nächsten 2 Jahren ermöglicht. Aber auch nur, wenn das wirtschaftliche Umfeld sich bessert und das Konsumverhalten wieder zu alter Stärke zurückfindet. Damit würden wir bei einer Performance pro Jahr zwischen 21,6 und 26,8% liegen. Außerdem ist für Investoren die aktuelle Dividendenrendite von fast 3,7% bei einem Payout-Ratio von etwa 75% als attraktiv einzustufen. Pepsi hat inzwischen 52 Mal in Folge die Dividende angehoben, mit einem prozentualen Durchschnitt von etwa 7% pro Anhebung.
Dieses Zusammenspiel aus Qualität, Wachstumspotenzial und Bewertung hat mich dazu gebracht, in das Unternehmen Pepsi zu investieren. Meine aktuelle Positionsgröße beträgt 1,56%. Ich werde aber noch in den nächsten Tagen und Wochen nachkaufen, falls sich die Möglichkeit weiterhin ergibt. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt auch mal gerne eure Meinung zu Pepsi in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.